Hey H2O-Fans, na, hättet ihr sie erkannt? Also ich habe sie fast nicht erkannt, aber es ist in der Tat Cleo. Und wie ihr alle bestimmt schon in der Videobeschreibung gelesen habt, geht es im heutigen Video darum, was machen eigentlich die H2O-Mädels bzw. die H2O-Darsteller heute. Und deswegen fange ich jetzt einfach mal mit Cleo an. Und Cleo heißt ja im echten Leben Phoebe Tonkin und Phoebe Tonkin spielt in der 4. Staffel von Vampire Diaries mit, also beziehungsweise sie hat mitgespielt und momentan spielt sie auch noch eine Hauptrolle im Spin-off von Vampire Diaries, also in The Originals, und wie man ja auch schon auf dem Foto erkennen kann, ist sie erfolgreich als Model unterwegs. Ja, und als nächstes habe ich hier ein Bild von Ricky, also von Cariba Hain, und sie hat zuletzt in 9 Folgen von Dance Academy Tanz dein Traum gespielt, sowie in dem australisch-singapurischen Horrorfilm Bad 3D Haie im Supermarkt. Und das finde ich, das hört sich sehr strange an. Haie im Supermarkt? Okay. Und sie hat auch noch im australischen Zweiteiler Howards Carrie Packers War über Cricket mitgespielt. Und ich muss ehrlich sagen, das hört sich jetzt ja eigentlich nicht so super an, außer das mit der Dance Academy. Vielleicht läuft ihre Karriere bald ja noch ein bisschen bergauf. Als nächstes jetzt ein Bild von Emma, also von Claire Holt. Und sie spielt seit der 3. Staffel von Vampire Diaries als Rebecca mit. Und außerdem ist sie momentan auch als Rebecca in dem Spin-off von Vampire Diaries, also The Originals, neben Phoebe Tonkin zu sehen. Und ich finde, das hört sich auf jeden Fall nach einer erfolgreichen Karriere an, zumal Vampire Diaries ja auch eine ziemlich erfolgreiche Serie ist. Als nächstes 2 Bilder von Indiana Evans, und sie spielt die Bella bei H2O, und sie hat zuletzt die Hauptrolle der Emma Robinson im TV-Film Blue Lagoon, Rettungslos verliebt, gespielt, und außerdem wird sie bald auch noch in der australischen Serie Jeanette King zu sehen sein. So, jetzt kommen wir mal zu den Herren der Schöpfung, und zwar zu Lewis, also Angus McLaren. Und ich finde, der hat sich auf jeden Fall sehr verändert, vor allem auch sein Bart macht ihn sehr erwachsen. Und momentan spielt er in der australischen Familienserie Die Chaos-Familie als Nathan Rafter eine der Hauptrollen. Und außerdem ist er auch Musiker, was ich auch sehr cool finde. Und zwar spielt er in der einen Band Schlagzeug und in der anderen die Bassgitarre. Ja, und jetzt kommen wir zu Will, also zu Luke Mitchell, und auf dem Foto ist er abgebildet mit seiner Freundin, beziehungsweise jetzt mit seiner Frau, und die beiden haben 2009 das erste Date gehabt und sie waren Schauspielkollegen bei Home and Away, wo er nämlich bis 2013 mitgespielt hat, und sie haben sich dann im Mai 2012 verlobt und schließlich im Januar 2013 geheiratet. Der ist also vom Markt. Aber er ist momentan auch noch zu sehen, und zwar als John Young in der amerikanischen Science-Fiction-Serie The Tomorrow People. Und davor hat er, wie gesagt, bis 2013 in der australischen Soap-Opera Home and Away mitgespielt. Und zum Schluss habe ich hier jetzt nochmal ein Bild von Kim, und sie heißt im echten Leben Cleo Mathey, und das finde ich eigentlich ganz lustig, weil sie spielt ja bei H2O die kleine Schwester von Cleo und heißt aber in Wirklichkeit selber Cleo, und sie ist auch noch relativ jung im Vergleich zu den anderen, und deswegen hat sie bisher auch nur bei mehreren australischen Kurzfilmen mitgespielt, zum Beispiel I'm Home und Daniel, und 2010 hat sie auch noch in der australischen Romantic Comedy The Little Things mitgespielt. So, also ich hoffe, ihr habt eine Vorstellung davon bekommen, was die H2O-Schauspieler heute machen. Und ja, sie sind ja auch alle noch im Schauspielgeschäft tätig, was ja schon mal positiv ist. Bei dem einen oder anderen ist die Karriere halt noch ein bisschen verbesserungswürdig und noch nicht voll ausgereift, und bei den anderen läuft es halt schon richtig gut. Und deswegen würde es mich mal interessieren, was ihr denkt, beziehungsweise wo ihr die H2O-Schauspieler gerne mal sehen wollt, in welcher Serie oder in welchem Film. Und da könnt ihr mir gerne einfach mal einen Kommentar hinterlassen. Ja, dann hoffe ich natürlich, dass das Video euch gefallen hat und dass es informativ war. Und wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr es gerne liken. Und den Kanal dürft ihr natürlich auch sehr gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich bald schon wieder. Macht's gut!